Hallo, liebe Käferfreunde. Vom Boomer lernen heißt Siegen lernen. Das wusste schon der große Philosoph Gerd Fröbe und er hatte natürlich recht, aber in der Konsequenz heißt das für euch natürlich nicht, mir ungeprüft alles nachmachen, wie zum Beispiel mit so einem Auto rumfahren, wo seit 1972 der TÜV abgelaufen ist. Das darf ich, aber ihr dürft es nicht. Quod licet Jovi, non licet bovi. Aber auch ich will es natürlich nicht übertreiben bei aller automobilen Anarchie, aber so bekannt wie das Auto jetzt ist und so viel wie ich jetzt auch damit rumfahre, weil es einfach diebisch Spaß macht, weil er jetzt in so einem schönen Zustand ist, da dachte ich mir, jetzt machen wir mal wirklich TÜV drauf. Ne? Also nach 55 Jahren darf man da auch TÜV drauf machen auf das Auto. Und dann haben wir die Kotflügel runtergeschraubt und ich hatte schon ganz viel Reparaturblech bereitgelegt, weil ich dachte, naja, der wird schon ordentlich faul sein. Ist er aber gar nicht. Ne? Wenn man sich das hier mal anguckt, das ist ja echt wahnsinnig gut erhalten hier. Dieser Radkasten, total super. Hier unten natürlich in den Ecken, da war er dann so ein bisschen knusprig. Und hier hinten an der Endspitze, und das ist heute unser Thema, da war er auch viel besser als gedacht. Nur hier die letzte Spitze von der Endspitze, die war durch. Und da haben wir uns entschlossen, das zu retten und haben dann da so ein Blechlein eingeschweißt. Und dann brauchte ich das Reparaturblech gar nicht. Aber ihr braucht es ja meistens, weil meistens sind die Käfer da faul. Und dann, was macht ihr Zoomer dann? Ne? Ihr geht ins Netz und bestellt, weil der schön bunt und einfach ist, beim Internet-Fuzzi euch eine hintere Endspitze. Da steht ja dann noch dabei, passt für alle Käfer. Und was kriegt ihr dann? Ihr bekommt das hier. Das ist an sich kein schlechtes Blech. Und für Käfer ab 67 passt es dann tatsächlich auch. Ne? Aber für Käfer vor 67 passt es nicht. Und woran liegt das? Es liegt nicht daran, dass hier dieser Stoßstangenhalter viel zu groß ist. Da würde die alte Stoßstange auch dran passen. Ne? Das ist universal. Aber dieses Grundblech hier ist ab 67 anders geformt. Das heißt, man kann das hier mit Gewalt reinprügeln, aber es sieht erstens kacke aus und zweitens passt es auch nicht so richtig. Und schon habt ihr den Käfer versaut. Woran liegt's? Im August 67 wird ja bei VW vieles anders und auch hier hinten dieser Heckbereich, da hat man dran gedreht, um ein bisschen mehr Platz zu schaffen beim Motorausbau. Und jetzt guckt euch das mal an hier im Vergleich. Wie umdrehe ich denn das? Doch, so. Ja. Also man sieht es auf den ersten Blick und ich dachte gerade, das ist ja völlig falsch. Nee. Also ihr seht den Unterschied, es ist ganz anders geformt. Ja. Das fällt also weg. Das kriegt ihr aber hier von den unbedarften Dropship-Heinis nach Hause geschickt. Ich sage euch ja immer, kauft es bei den Leuten, die eine telefonische Beratung anbieten. Bei den Leuten, die auch Gebrauchteile haben und die sich dadurch qualifizieren und auch ein bisschen was von der Historie verstehen. Heißt jetzt hier für den Ovalkäfer, da gibt es gar nichts von. Also man könnte dieses Blech rein tun, das hat schon hier hinten die richtige Form, aber wenn man das anguckt, ne, die Endspitze stimmt immer noch nicht so ganz. Das ist jetzt ein rein optischer Unterschied, aber an so einem Auto will man es dann auch optisch original haben. Ja, und schon sieht man eine Endspitze, die zweite Endspitze und jetzt gibt es noch eine dritte, es gibt sogar noch eine vierte und eine fünfte. An das Auto, also an Käfer zwischen 1952 und 1960, gehört hier so ein kleines Ding. Hier. Das gibt es als Fehlwebsersatzteil. Ne? So genau kann man es nehmen an der Stelle. Nützt nur nichts, wenn da drunter alles faul ist. Das heißt, man muss das Unterdeckblech auch haben. Das bietet natürlich auch kein Schwein von den Internetfuzis an. Ne? Wir haben es machen lassen. Guck mal hier. Ja? Und da kann man dann entweder die Endspitze draufsetzen, also die von 1952 bis 60. Man kann die Endspitze draufsetzen, die ist dann von 1961 bis 1965 und ob man es glaubt oder nicht, für Baujahr 66, 67 gibt es nochmal eine Endspitze. Guckt euch das an. Hier. Wahnsinn, ne? Erkennbar hier an der Sicke, nur 66, 67. Die hat noch überhaupt niemand nachgemacht. Und auch ich überlege mir, ob ich das überhaupt machen soll, weil für 2 Baujahre und die meisten kennen den Unterschied überhaupt nicht. Ja. Und es gibt ja sogar noch
Händler, die NOS-Posten haben. Nicht der Internet-Fuzzi, sondern zum Beispiel der Veteranenservice in Neuss oder die Ebelings in Berlin oder der Markus Ehrengruber in Nürnberg oder ich glaube der Heckkraft Motors, der Heiko, der hat auch so ein bisschen Endspitz, Altbestände gesammelt. Und ich glaube auch Gerd Tafel hat das auch gemacht. Ja? Also ne, kauft es bei den Leuten, die ein bisschen mit Herzblut rangehen. Ne? Und hier, das ist ja wirklich wieder ein tolles Wissenshäppchen. So, Kinders. Und ich höre euch ja jetzt hier die Zoomer wieder klagen. Ne? Ja, alter Mann, du mit deinem Internet-Bashing. Ihr habt ja recht. Aber auch das ist ja nichts Neues. Denn wie Hannah Arendt in ihrem Standardwerk 1963 schon wusste, die Banalität des Boomers. Habe ich das jetzt echt gesagt? Jetzt haben wir wieder was gelernt. Schönes Wochenende. Bis demnächst.